Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Ich habe früher keinen Rosenkohl gemacht, aber wenn ihr den im Backofen röstet, der wird so lecker. Dazu gibt es Kartoffeln, Blumenkohl und noch ein paar Karotten. Das ist ganz einfach gemacht und schmeckt so lecker. So kommt ihr gesund durch den Winter. Ich zeige euch nun, wie das geht. Vom Rosenkohl schneide ich den Strunk ab, sowie die kleinen äußeren Blättchen und gebe ihn so in meine Ofenform. Den Rosenkohl habe ich so fertig vorbereitet. Nun würze ich ihn. Ich verwende dazu einfach etwas Salz, Olivenöl und extrem lecker schmeckt es, wenn ihr nun Hefeflocken oder ihr könnt auch Parmesan verwenden, darüber streut, sowie noch etwas Ahornsirup. Das Ganze mische ich. Und so ist es auch schon fertig für den Backofen. Meine Kartoffeln schneide ich auf der Oberfläche ein. Damit ich nicht bis nach unten schneide, verwende ich einen Kochlöffel und lege meine Kartoffel auf den Kochlöffel und schneide sie nun mit einem scharfen Messer ein. Das mache ich nun mit allen Kartoffeln. Diese Zubereitungsart für den Kartoffeln, die Hazelback Potatoes oder Hasselback, die kommen von einem schwedischen Restaurant. Dort hat ein Koch die geniale Idee gehabt, die Kartoffeln so zuzubereiten. Es war 1950 herum. Die eingeschnittenen Kartoffeln setze ich in meine Auflaufform. Ihr könnt sie natürlich auch aufs Backblech setzen, aber ich mache das jetzt alles gerne in Förmchen. Ich bestreiche die Kartoffeln mit Olivenöl. Im Originalrezept werden sie mit flüssiger Butter bestrichen. Darauf gebe ich etwas Salz. So sind die Kartoffeln bereit für den Backofen. Dazu röste ich noch Blumenkohl im Backofen, das passt auch super dazu. Den mariniere ich ähnlich wie den Rosenkohl und gebe dazu noch ein bisschen Kurkuma. Aus meinem Blumenkohl breche ich die Röschen heraus. Die Blumenkohlröschen gebe ich in meine Backform. Den Blumenkohl mariniere ich direkt in meiner Form. Ich gebe darauf wieder etwas Salz, etwas Olivenöl, etwas Ahornsirup, ganz wenig, wieder Hefeflocken und noch etwas Kurkuma für eine tolle Farbe. Ich nehme jetzt meinen Löffel zum Marinieren, denn ich möchte keine gelben Hände. Kurkuma färbt nämlich super und mische alles gut durch. So ist der Blumenkohl fertig mariniert für den Backofen. So backe ich nun alles im Backofen bei 200 Grad für ca. 30 Minuten. Wir essen jetzt das leckere Ofengemüse, das schmeckt herrlich im Winter als Hauptspeise oder ihr könnt auch die einzelnen Komponenten als Beilage servieren. Das Rezept mit allen Mengenangaben findet ihr zum Nachlesen auf meinem Blog www.mrsflori.com. Ich habe euch das Rezept verlinkt unten in der Infobox. Die Komponenten könnt ihr auch super vorbereiten und sozusagen als Meal Prep für die nächsten Tage verwenden. Ich habe dazu auch eine eigene Pinnwand auf Pinterest, Meal Prep, gesunde Rezepte zum Vorkochen. Besucht mich darum unbedingt auch auf Pinterest. Wenn ihr eines meiner Rezepte ausprobiert, schickt mir unbedingt eure Bilder mit dem Hashtag Mrs. Flori auf Instagram oder auch auf Facebook. In meiner Instagram Story zeige ich regelmäßig die nachgekochten Kreationen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.